Moin, heute gibt es wieder was von Eberle-Stock und zwar habe ich hier das M1 Carrier Pack. Das habe ich jetzt schon einige Monate in Verwendung. Ist eine Lastenkraxe in der leichten Ausführung, sehr modular einsetzbar, vielseitig und ich würde sagen, schauen wir uns im Video jetzt mal genauer an. Viel Spaß! Der M1 Carrier Frame bildet die Basis für einen individuell kombinierbaren und modularen Rucksack. Mit einem Gewicht von 1,8 Kilo ist der M1 trotz des inneren Intex-Rahmens relativ leicht und das verarbeitete Lasercut-Molle trägt natürlich auch zu diesem Gewicht bei. Trotzdem bleibt der M1 wie alle Eberle-Stock-Produkte natürlich ein echter Panzer. Top-Verarbeitung, massive Nähte, Verstärkung an den Belastungspunkten und Duraflex und Wu-Jin-Teile machen die Produkte langlebig und äußerst robust. Bevor wir uns aber den interessanten Möglichkeiten widmen, schauen wir uns noch schnell das Tragesystem an, das viele von euch schon kennen werden. Hier finden wir wie immer das höhenverstellbare Eberle-Stock-Leitersystem mit Klettverschluss, eine gut gepolsterte Rückenpartie mit belüftungsfördernden Aussparungen in der Mitte und dem bekannten starken Lendenpolster. Die Schultergurte dabei relativ dünn und luftig gehalten und meiner Meinung nach reicht die Polsterung auch aus. Lastenkontrollriemen dürfen bei so einem Tragesystem natürlich auch nicht fehlen. Ein D-Ring links und rechts für elektronische Geräte oder ähnliches und darunter noch die Eberle-Stock-Schlaufen, um einen Trinkschlauch durchzuführen. Ein höhenverstellbarer Brustgurt ist natürlich auch mit dabei und außerdem besitzt der M1 sogar Schnellverschlüsse zum Abwerfen des Systems. Gegen unabsichtliches Abwerfen sind die Clips aber mit Cordura überzogen. Am Ende der Riemen gibt es außerdem noch klassische Daumenschlaufen, die beim Wandern entlastend wirken können. Dazu müssen die Schlaufen einfach über die Schultergurte umgelenkt werden. Hier fehlen mir wie so oft bei Eberle-Stock die Klettwickler zum Verkürzen der Riemen. Mit etwas Klettband ist das Problem aber schnell behoben. Zum Hüftgurt gibt es nicht viel zu sagen, er ist mit Klett befestigt und abnehmbar. Er ist wie das Lendenpolster ebenfalls gut gepolstert und durch den Zickzackschnitt soll die Belüftung etwas verbessert werden. Auf beiden Seiten habt ihr 2x5 Molle bzw. Palsschlaufen, diesmal aber noch oldschool ohne Lasercut. Perfekt für Taschen oder ähnliches, hier im Beispiel die Sanitätstasche Papa Alpha 127 von Lindnerhof. Das Gurtband könnt ihr übrigens umlenken, um den Hüftgurt nach vorne festzuziehen oder ohne Umlenkung nach hinten. Dafür einfach die Schlaufen auf den Hüftflossen zum Umlenken verwenden. Das war's soweit vom Tragesystem, schauen wir uns jetzt mal die Einsatzmöglichkeiten an. Als tragendes Element habt ihr die Frontlasche mit Hookup-System, also 8 verstellbare Riemen mit Haken. Ganz einfach, Haken lösen, Ladung drauf, Riemen einhaken und fest verzurren, das war's schon. Das Ganze ist anfangs etwas gewöhnungsbedürftig, geht aber mit der Zeit gut von der Hand. Das Tape habe ich mir zum Testen mal an die Haken gemacht, damit sie ein bisschen fester in der Öse sitzen und im nicht befüllten Zustand nicht so schlackern. Über das Lasercut habt ihr die Möglichkeit, Taschen und Zubehör anzubringen. Ich persönlich würde hier an der Frontlasche nur flache Gegenstände anbringen, wie zum Beispiel ein Signalpanel. An der Rückenseite sieht das schon etwas anders aus. Hier kann man dann schon mal eine kleine Tasche zum Verstauen von Gegenständen anbringen, ein kleines Medikit, ein Futteral oder eine Bogenhalterung. Also man hat sehr viele Möglichkeiten. Im Outdoor-Bereich nutze ich das Tragesystem gerne in Kombination mit einem wasserdichten Packsack. Hier zum Beispiel ein Lindnerhof Packliner mit Sichtfenster in der 40-Liter-Version verzurrt, im leichten Setup ohne Hüftgurt. Bei den Packlinern gibt es aber auch noch eine 8, 20 und sogar 80 Liter Version. Aber nicht nur Packsäcke können transportiert werden, sondern auch andere kompatible Module. Über die 2 seitlich verlaufenden Reißverschlüsse können die Module angebracht und oben in den Schlaufen fixiert werden. Hier zum Beispiel der Spike Camp Duffelbag mit Rundreißverschluss. Was ich an dem Rucksack gut finde und was nicht, das erfahrt ihr jetzt im Fazit. So, da bin ich schon wieder. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Einblick. Von mir gibt es wie immer noch die negativen und positiven Punkte. Bei den negativen Punkten gibt es eigentlich nur Kleinkram. Und zwar fand ich die Haken ein bisschen zu glatt. Deswegen habe ich mir auch das Panzertape drum gewickelt. Die Palsschlaufen auf der Hauptplattform hätte ich mir gewünscht, dass die bis ganz nach oben gehen, dass man auch mal eine Tasche ganz oben fixieren kann.
Und unten an den Reißverschlüssen hätte ich mir eine Verstaumöglichkeit gewünscht, dass die sich nicht auf Dauer abnutzen, wenn die nicht benutzt werden. Positiv ganz klar wie immer die Verarbeitungsqualität von Eberle Stock. Die Materialien sind top, das Gewicht hat mir auch gut gefallen. Ja, allgemein das Systemdesign, das lässt sich sehr vielseitig einsetzen, ist sehr modular. Ich habe auf jeden Fall Bock, mir da ein gutes System zu basteln. Es gibt noch diese Batwing Pouches, die man mit den Reißverschlüssen verbinden kann. So hat man dann auch noch Seitentaschen. Jetzt habe ich auch noch mit dem Bogensport angefangen, also da wird es auch noch was geben und ja, bleibt auf jeden Fall dran. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Like da lassen, Abo nicht vergessen, Glocke aktivieren, damit ihr auf dem neuesten Stand bleibt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.